Ich habe ein paar Sachen von Vault X bekommen und die gucken wir uns jetzt mal an. An dieser Stelle, bevor wir ins Video gehen, es ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, ich habe die Deckboxen und ich habe die Produkte zugeschickt bekommen. Ja, ich teste die Produkte für Vault X. Allerdings ist das hier immer noch meine freie Meinung. Die Leute von Vault X haben mir wirklich gesagt, wenn Blackie, wenn du irgendwas findest, was kacke ist, wenn du eine Box zerstörst, was nicht sein sollte oder ein Reißverschluss irgendwas kaputt geht oder die Sleeves kacke sind, dann sag das. Und das werde ich in dem Video auch tun, wenn es so sein sollte. Hi, mein Name ist Blackie, aka MTG Blackset und ihr kennt mich von ganz, ganz, ganz vielen Videos auf YouTube, hoffentlich schon ein bisschen. Und unter anderem habe ich gerade in den letzten Jahren immer wieder sehr, sehr oft Produkte von Herstellern getestet, die eben Deckboxen, Binder, Ordner, Sleeves und Co. produzieren. Und ich habe auf der Card Madness einen Hersteller gefunden, Vault X. Hab die angeschrieben, die waren super, super lieb, super nett und haben einfach gesagt so, hey, Blackie, wir schicken dir was zu. Teste das gerne für uns. Wir haben da Bock drauf. Mach das bitte. Finden wir cool. Und ich mag das, wenn Firmen so confident sind und sagen so, hey, wir geben dir Zeug zum Testen. Du kannst damit machen, was du möchtest. Gönn dir. Und das hat die Firma gemacht, deswegen gucken wir uns heute mal an, was wir da so haben. Beginnen tun wir wie so oft mit Sleeves. Wir haben hier Vault X Exact Fit Ultra Clears, also Inner Sleeves. Und bei Inner Sleeves bin ich ja sehr, sehr, sehr picky tatsächlich, weil ich finde Inner Sleeves, okay, sweet, können tatsächlich Probleme machen, gerade wenn die Karte zum Beispiel so ein bisschen gecurlt ist oder ähnlich. Deswegen habe ich auch die Karte jetzt rausgenommen. Wir legen die Karte mal rein. Es passt sehr, sehr, sehr gut. Es slidet sehr gut. Es hat hier unten, wenn ihr das seht, nicht so viel Platz. Es gibt Sleeve-Hersteller, die haben unten sehr viel mehr Platz. Ich mag das, wenn die unten ein bisschen Luft haben. Das haben die hier, aber sehr, sehr dick rangehen. Das finde ich sehr gut. Also tatsächlich, das finde ich sehr cool. Auch von der Dicke her finde ich die eigentlich ganz gut. Die sind ein bisschen dicker, wie ich das gewohnt bin. Aber jetzt keine Thick Inner Sleeves oder so. Ein bisschen dicker. Und wie gesagt, rutschen tatsächlich sehr, sehr, sehr gut. Das gefällt mir sehr gut. Das Ganze Acid-Free, Non-PVC. Ihr kennt das Ganze. Ist ganz normal. Wir haben leider keine Outer Sleeves. Deswegen nutze ich jetzt mal hier gerade einen Outer Sleeve, um das Ganze zu testen, weil auch das ist für viele ein Kriterium. Die Karte muss fest genug drin sitzen, dass ich die Karte so mit einem Finger runtersliden kann, ohne dass sie rausploppt. Und ihr seht schon, die Karte ist nicht rausgeploppt, ist kristallklar vorne und ist tatsächlich, wir machen das Ganze nochmal, um zu testen, dass es nicht irgendwie ein Versehen war. Ich kann es so runterdrücken und sie rutscht unten nicht raus. Und das ist cool. Die Karte hat einen Grip da drin, gleichzeitig ist die Karte aber auch einfach daraus wieder zu removen. Und es ist ein sehr, sehr klares Ding. Also gefällt mir sehr gut. Sind meiner Meinung nach sehr gut Inner Sleeves. Wir machen jetzt mal den Inner Sleeve Test. Und da auch schon, ihr seht hier, was ich hier für eine Pressure draufdrücken musste. Wenn eure Karten solchem Druck ausgesetzt sind, ist es egal, was für ein Inner Sleeve ihr habt. Ist guter Inner Sleeve. Gefällt mir sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja. I like. So, gucken wir uns weiter an. Wir haben Deckboxen. Side-Loading Deckboxen. Hier jetzt in Orange. Ist natürlich die hübscheste Farbe, die man haben kann. Nicht. Aber gut. Geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul, oder wie war das? Wir öffnen mal. Ohne die. Oh Gott. Okay, ich hab's aufgemacht, aber hier ist auch schon alles irgendwie. Ja, man zerreißt halt echt viel von der Verpackung. Das ist ein bisschen schade immer. Und dann. Okay, das ist eine wilde Verpackung. Exotec Premium Qualität Non-Slip and Water Resistant Outer. Das werde ich testen. Da habe ich Bock drauf. Finish, Strong Color, Color Match Stitches. Ja, das stimmt. Und wir machen das Ganze mal ab. Und gucken uns das mal an. Wir haben hier, oh ja, schön. Das ist aber ist das eine 80er? Das ist eine 100 plus?
Das ist sehr, sehr, sehr klein für eine 100 Plus. Also zuallererst, was ich cool finde, ich mag es, wenn die so komplett abgehen. Ich finde das cool. Ich finde das viel, viel, viel besser, wie diese Sideloader, die nicht den Deckel abmachen. Ich finde das mit dem Deckel abmachen total cool. So, vor allem, erstmal Seite, auch das sehr, sehr cool. Boah, hier, sehr hübsch. Ein Sidewinder rein, einen Kartentrenner reinzutun, kostet die Hersteller wirklich nicht die Welt, finde ich einfach nett. Und was ich sehr, sehr gut finde, was ich jetzt schon gesehen habe, ist, dass hier die Öffnungen mit dabei sind. Das heißt, ich kann hier einfach dann das Deck greifen und kann das einfach da rausholen. Finde ich sehr cool. Ich habe da mal was vorbereitet, und zwar mein Legacy-Deck. Und das passt logischerweise ziemlich easy da rein. Das sind 75 Karten Double-Sleeved. Es ist sehr, sehr nah an der Top. Also es wirkt sehr, sehr, sehr steif. Aber man sieht 75 Karten, man hat genug Platz noch für Tokens und so weiter und so fort. Und wie gesagt, auch hier sehr, sehr, sehr schön. Und das Rausnehmen ist halt wirklich ein Träumchen. Habe ich leider eine unfaire Sache. Ich habe noch mein Commander-Deck. Und das sind 100 Thick Inner Sleeve Karten. Und die werden nicht passen. Never ever. Never ever. Die passen nicht. Das sind aber auch Thick Inner Sleeves und sehr dicke Outer Sleeves. Dementsprechend ein sehr unfairer Vergleich. Weil die passen in keine 100-Karten-Box rein. Das ist aber immer ein Test, den ich mache hier auf dem Channel. Ihr wisst das, gerade das Urgestein Commander Deck kommt immer wieder gerne in die Boxen rein. 100 Karten, Inner Sleeve passen auf jeden Fall gut rein. Ich habe jetzt hier bei meinem Deck noch ein paar Karten dabei getan. Plus halt, wie gesagt, das Deck. Dementsprechend, das passt sehr, 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 sehr gut. Dementsprechend sehr cool. Inneres Material gefällt mir sehr gut. Ja, wirklich sehr, sehr gut. Magnete. Oh, Magnete. Magnete sind oftmals eine Schwachstelle von vielen Herstellern tatsächlich. Dementsprechend gucken wir mal an, wo wir hier jetzt gelandet sind. Batsch. Ein bisschen hat es sich gelöst. Aber mehr als so kriege ich es nicht hin. Crazy. Das sind starke Magnete. Das sind wirklich starke Magnete. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr cool. Das sind sehr gute Boxen. Wie gesagt, Orange ist vielleicht nicht meine Farbe, aber vielleicht eure. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr coole Box. Das Ganze ist natürlich nicht das ganze Sortiment von Voltix. Die haben auch noch größere Boxen, die haben auch noch Outer Sleeves. Wie gesagt, ich habe jetzt nur eine kleine Auswahl bekommen an Sachen. Und vor allem, was ich auch bekommen habe, sind Toploader. Und zwar in verschiedensten Farben. Und da dachte ich so, okay, das sind eine Menge Toploader. Und es sind, glaube ich, 60 Toploader, 70 Toploader. Wie viele Toploader sind das? Das sind 120 Toploader. Bei Toploadern ist es auch sehr, sehr wichtig, wie eine Karte reingeht, wie eine Karte rausgeht, wie klar die Karte ist und wie es tatsächlich möglich ist, da Karten rein und raus zu. Vor allem hier in den verschiedenen Farben. Sehr, 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 sehr cool. Also, Toploader, blauer Rand, Toploader, gelber Rand. Die sind ein bisschen milchig. Seht ihr das? Die sind ein bisschen milchig. Also die sind nicht crystal clear. Die haben ein bisschen ein bisschen eine Oberfläche mit drin. Was ich jetzt persönlich nicht schlecht finde. Aber für den Fall, dass ihr damit irgendwas Kristallklares ausstellen wollt, würde ich es euch gerne sagen. Ja, haben halt diese wunderschöne Farbe außenrum. Gucken, eine Karte da reinzubekommen. Mit doppelter Inner Sleeve ist easy möglich. Wie gesagt, das sind Thick Inner Sleeves, die hier drum sind. Deswegen alles sehr, sehr, sehr easy und auch gar nicht mal so schwierig wieder rauszubekommen. Cool. Toploader. Und zwar die sind stabil, aber brechen nicht. Ich hatte schon welche, die so steif waren, dass man die einfach so zerbrochen hat.
Es war nicht cool und ich hatte schon Sachen, die wirklich wie so ein Gummi biegbar waren, die null Protection gegeben haben. Hier ist eine schöne Mitte tatsächlich. Gefallen mir gut. Gefallen mir wirklich, wirklich gut. Persönlich muss ich sagen, finde ich das Rot am schönsten. Das Rot hat wirklich was Schönes. Das gefällt mir richtig gut. Obwohl ich ja normalerweise eher so der Schwarz- und Weiß-Fan bin. Hier gefällt mir das Rot tatsächlich sehr, 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 sehr gut. Und qualitativ, ja, es sind halt Toploader, haben keine Kratzer drin, sehen gut aus. Es ist nice. Es ist nice. 100, ich hätte auch lesen können. Blackie Smart. Ja, sehr, sehr, sehr cool. Keine Maichmacher. Sehr, sehr, sehr gut. Und ja, Toploader. Jetzt habe ich Toploader für Ages. Gerade zum Versenden von Karten. Mega. Und wir haben noch einen Ordner bekommen. Uff. Der ist ein bisschen groß. Ist auch der XL-Binder. Es gibt auch noch einen gigantischen Binder. Den gibt's aber, glaube ich, nur für Ausstellungszwecke. Mit irgendwie so, keine Ahnung, 100 Pages auf einer Seite oder so. Also das war, ja. Der war sehr beeindruckend und hat sehr schnell Blicke auf sich gezogen, tatsächlich. So, ich glaube, das ist eine schwarze Farbe. Ja. Color Black steht auch an der Seite. Ui. Ui. Das fühlt sich richtig hochwertig an. Ich habe das bei der Deckbox ja auch schon ein bisschen gezeigt. Die Nähte sind unglaublich gut. Also es gibt aktuell Hersteller von Deckboxen, die immer weniger auf die Nähte achten und irgendwelche komischen Überlapsel haben und wo die Nähte einfach scheiße aussehen. Oder auch teilweise sich auflösen und sonst was. Oder wo der Kleber dann irgendwie an den Seiten so rausguckt oder so. Das ist hier gar nicht der Fall. Das ist hier 0, nichts. Ich habe es nirgendwo gefunden. Die werden wir nachher noch testen. Und da werde ich noch sagen, ob die was aushält oder nicht. Das sind die Ordner. Die Ordner sind sehr, sehr, sehr cool. Der Reißverschluss ist ein bisschen unsauber, tatsächlich. Ich finde es ein bisschen wild, dass das hier in so einem Grün ist. Aber okay, you do you. So. Okay, er ist nicht unsauber. Der Reißverschluss ist alles andere als unsauber. Oh mein Gott. Boah, der lässt sich super leicht fahren. Sehr, sehr angenehm. Was haben wir dann hier? Genau. Internes Material. Ist ein bisschen so ein Samt tatsächlich. So ein kleines Samtzeug. Das habe ich sonst nicht. Sonst hast du da drin ja immer so ein hässliches Ding. Das ist ganz I like. Und dann haben wir die Pockets. Auch hier, ja gut, qualitativ keine Überraschung, außer dass es sehr klar ist. Nehmen wir mal Magic-Karten. Und zwar nehme ich jetzt mal wieder hier die Karte. Und zwar ohne Sleeve. Easy. Dann nehmen wir mal unsere Thick Inner Sleeve Karte. Und auch die, das slidet aber schön. Das slidet richtig schön. Also man muss jetzt dabei sagen, wenn ein Ordner neu ist es normalerweise so, dass die Taschen sehr, sehr gedrückt sind. Wodurch tatsächlich es meistens schwierig ist, die Karten da so reinzubekommen. Sie fangen an so zu sticken oder sonst was. Das machen wir jetzt hier auch, um mal zu gucken. Nee, alles easy. Das ist super stabil. Und es ist super schwierig, die Karten reinzusliden. Aber hier, schön. Wunderschön. Lässt sich super sliden. Ist das ein cooler Ordner? Also qualitativ ist es, glaube ich, der beste Ordner, den ich je in der Hand hatte. Krass. Damit habe ich nicht gerechnet. Die Deckboxen sind cool. Da werde ich noch mit testen, wie stabil die wirklich sind, wie die halten, wie ich die mal so eine Woche lang in meinem Rucksack rumtrage. Ich werde mal so die Klassiker machen, das mal aus dem Auto werfen, beim Fahren im Wind und so weiter und so fort. Mal gucken, wie die dann aussieht. Aber der Ordner. Also ich habe jetzt gerade eben schon rübergelinst. Ich habe einen Ordner, den ich austauschen will. Und ich brauche davon mehr. Ich würde gerne meine Ordner alle dagegen austauschen. Und das werde ich auch machen. Oh, crazy. Damit habe ich nicht gerechnet. Boah, es lässt sich so schön. Es wirkt alles so hochwertig. Auch hier, diese Pappe, die hier mit drin eingearbeitet ist, damit der so schön bleibt. Auch wirklich. Kann ich nicht brechen.
Nee, bricht nicht. Es gibt Hersteller, wenn ich die so zusammendrücke, dann knicken die und brechen die. Bricht nicht. Boah. Oh, ist der schön. Oh mein Gott. Ja. Ja, von dem Ordner werde ich mehr brauchen. Noch einen roten, einen grünen, einen blauen, einen weißen, einen alles, was da ist. Alles, was da ist. Das ist cool. Die Deckbox, wie gesagt, testen wir jetzt noch. Da werden wir jetzt einen kurzen Timelapse haben. Und dann werde ich euch sagen, was die so kann. So. Eine Woche ist rum. Man sieht's, ich habe noch mehr graue Haare bekommen. Sieht man das? Ich habe noch mehr graue Haare bekommen. Ich habe mich mit der Box sehr intensiv beschäftigt. Ich habe sie gerade noch mal abgewaschen, weil ich wissen wollte, wie waschbar sie ist. Und man sieht es hier unten, da und auch, also hier, sieht man das? Na, man sieht es ganz schwierig. Ich sehe es, aber in der Kamera ist es nicht drin. Hier auch. Sie hat ein paar Flecken abbekommen. Die Ecken sind ein bisschen abgeditscht. Also logischerweise. Ich habe die tatsächlich bei mir aus dem fahrenden Auto geworfen. Das war ganz lustig. Muss ich mal ein Reel zu machen. Ich werde mal ein Reel dazu machen, wie ich das mit so ein paar Boxen mache. Manche Leute glauben mir ja nicht, dass ich das tue. Wofür habe ich mir ein Cabrio geholt, wenn ich nicht einfach die Dechse so nach hinten werfen kann? Und dafür ist die extrem sauber. Sie hat hier oben noch ein paar Schläge abgekriegt. Auch hier. Da ist so ein bisschen die Naht, ein bisschen sehr dick am Aufgehen. Deswegen, oder hier hat sie auch einen richtigen Schlag. Weiß nicht, wie man das, sieht man das? Da ist sie irgendwie richtig aufgekommen, hat hier so einen kompletten Wuppel. Generell ist die Seite ein bisschen heftiger beschädigt wie die Seite, die noch sehr, sehr, sehr gerade ist. Ja, aber alles in allem, die ist abwaschbar. Die ist sauber machbar. Die Magnete halten sehr gut. Was mir nicht so gefällt, die Magnete fangen jetzt an, sehr stark rauszugucken jetzt mit der Zeit. Weil die halt sehr stark sind und ich die Box sehr oft aufgeöffnet habe und geschlossen habe. Und ich muss sie immer wieder so ein bisschen reindrücken. Genau wie im Deckel. Ja. Weil, naja, sie ziehen sich halt immer so ein bisschen raus. Und man sieht sie halt auch. Also man sieht sie wirklich, wenn das euer ästhetischer Punkt ist, dann ist die Box nicht für euch. Aber ich bin sehr begeistert davon. Also gerade mit der Mechanik, dass ich einfach den Deckel drunter setzen kann. Das ist geil für mich. Absoluter Hammer. Ist einfach auch hier mit dem Rausnehmen, wie einfach das geht. Wirklich, wirklich cool. Hab gerade eben schon gesehen, hier unten ist auch noch mal eine leichte Naht, die ein bisschen aufgeht. Lasst euch davon aber nicht beirren. Ich gehe mit den Boxen nicht gut um. Und ihr könnt ja alte Videos von mir schauen, wo man auch sieht, wie teilweise die Boxen teilweise zerstört wurden. Oder nicht die Woche überlebt haben. Die Volt X hat die Woche überlebt. Die Volt X habe ich jetzt noch nicht gegen die Wand geschmissen mit voller Kraft. Aber wie gesagt, aus dem fahrenden Auto ist auch schon ziemlich, ziemlich heavy, dass sie das überlebt hat. Ich hätte gedacht, dass sie irgendwo hier oder hier bricht. Bin ich ganz, ganz ehrlich. Ist aber nicht passiert. Und ja, ist stabil. Crazy stabile Box. Und wie gesagt, ist mir nicht einmal aufgegangen. Das habe ich auch noch nie gehabt. Sehr cool. Sehr, 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 sehr cool. Coole Box, cooler Hersteller.